Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Schauen wir uns an, was die Woche mitbringt. Willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Und ich bin gespannt, was ich uns mitteilen darf. Am Ende ist wie immer noch eine kleine Botschaft. Ich freue mich natürlich über jeden Kommentar, über jedes Like. Da tut ihr sehr viel damit Gutes. Und es ist natürlich auch eine Wertschätzung für meine Arbeit. Und jetzt schauen wir, was uns erwartet für das Kollektiv, für die Woche. Der Reiter legt sich gleich ins Haus des Reiters rein. Da ist es vielleicht so, dass viel Kommunikation ansteht, Austausch mit Freunden, Kollegen, möglicherweise auch mit den eigenen Kindern, möglicherweise auch mit mehreren, also Austausch über das, was vielleicht auch unausgesprochen ist. Man öffnet sich, man tauscht sich über das aus, was im Unterbewusstsein jetzt so langsam hochkocht. Man gibt vielleicht auch Infos weiter, die brauchbar sind. An sich ist es so, dass man vielleicht möglicherweise auch Papiere im häuslichen Bereich wälzt oder Dokumente, Schriftstücke in die Hand nimmt. Ich habe uns selber, wir liegen im Haus der Unklarheiten drin, was hier aber durchaus nichts macht, denn wir spiegeln mit dem Buch, das sich öffnet. Also es ist vielleicht eine Woche, wo man nach und nach so an die Infos kommt, die man braucht oder an das Wissen, das man benötigt oder auch irgendwo eine Instruktion ist. Ja, es ist vielleicht auch eine Woche, wo wir ein bisschen mit dem Leben beschäftigt sind, wo wir unsere Träume angucken, wo wir uns wünschen, dass langfristige Dinge wieder ins Wachsen kommen, wo wir vielleicht auch unsere Wurzeln oder unsere Lebensreise untersuchen. Das Schöne ist, es ist sowas, wo ein Weg, der viele Kurven hatte, mehr hinter unserem Rücken liegt und aus dem, wo sich, ich sage mal, Stagnation oder Herausforderung befunden hat, liegt hier etwas, was aufblüht, ein Geschenk, etwas, was uns zugute kommt. Ich habe das Thema Arbeit hier im Haus der Sense drin. Es kann jetzt hier sein, dass man Kurskorrekturen hat, dass man irgendwo eine schnelle Ernte hernimmt. Wir haben den Turm im Haus der Blumen. Das kann sein, es ist ein gutes Angebot für die Selbstständigen, eine Zusage vom Amt. Vielleicht auch Themen, die man mit dem Arbeitsamt hat, wo man lange nicht wusste, in welche Richtung geht's. Hier kann sein, dass es Gespräche gibt, die sehr aufklärend sind, die gewisse Zweifel auch rausnehmen. Und wir haben die Glückskarte hier im Hause der Vögel. Also hier ist schon irgendetwas, was uns auch beglückt, was vorher sehr stressig war. Das kann jetzt eine Situation sein, wo man auf ein Schriftstück wartete oder wo man das Wissen nicht hatte oder sich nicht richtig informieren konnte, was uns jetzt hier zur Verfügung steht und alle Dinge, die mit Reisen, Familie, Glück, Haus zu tun haben, liegen hier begünstigt. Für einen oder anderen ist es so, dass sie Lösungen finden, die mehr Ruhe mitbringen, die einen Kampf beenden und da einen Erfolg bringen, wo vorher Unsicherheit war. Jetzt habe ich noch im Hause der Sterne das Kleeblatt drin. Das ist wieder mal das Glück mal 2. Es korrespondiert hier mit dem Amt der Behörde, den Selbstständigen oder aber auch mit einer Institution. Also da darf man schon rechnen, dass man für etwas gearbeitet hat, wo jetzt die Ernte zum Vorschein kommt. Hier liegt jetzt noch die Sonne im Haus des Turmes drin. Das ist doppelt und dreifach gut.
eine schnelle Aufklärung von Dingen, Sachen, die sich nicht gezeigt haben, Hindernisse, weil man im Nebel stand. Es wird hier von außen sehr schnell in eine andere Energie gebracht. Und ich habe, dass diese Bereiche, die Unstimmigkeiten mitgebracht haben oder wo man auch Zweifel hatte, dass irgendetwas gut funktioniert, dass die sich transformieren, dass hier neue Türen aufgehen und diese Unwissenheit geht einfach weg. So, dann ist es so, dass ich die Elternthemen hier stark in unserem Rücken hängen habe, aber auch vor der Nase des Gegenübers. Es können Konfrontationen auch sein mit der Vergangenheit oder mit Menschen aus der Vergangenheit. Das Außen spielt ja eine große Rolle. Ich denke, dass es, wenn nicht die Person selber ein Spiegel ist, einfach im Außen aufgezeigt wird. Wir haben jetzt hier die Veränderungen, die liegen im Haus der Sonne. Allerdings muss man sich da auch ein bisschen durchboxen, durchkämpfen, für sich einstehen. Es kann auch sein, dass jeder ein anderes Verständnis hat für die Veränderungen, die hier liegen. Wir haben ein bisschen Schicksal mit dabei, ein bisschen Schattenarbeit. Wir haben das Kreuz im Haus des Mondes und wir haben den Mond im Haus des Kreuzes drin. Eine Doppeldeutung. Deshalb nehme ich es auch besonders ernst. Da ist emotional schon was los, ne? Wir sind auch in der Spiegelung damit. Es kann hier sein, dass man in verschiedenen Bereichen unterwegs ist, dass man sich auch auf die Reise macht, tatsächlich, und verschiedene Stationen abarbeiten muss diese Woche. Unter anderem geht es um den Beruf, es geht um Geld, es geht um an sich Freunde, Kollegen, Umfeld. Sehr viele Personen, die hier sehr verstreut überall auch liegen. Wir korrespondieren hier mit den Gesprächen, mit den Nachrichten, die dann wiederum Entscheidungen fordern. Es kann hier auch sehr viel um Sachen gehen wie Verträge im häuslichen Bereich oder im Bereich der Arbeit. Ich habe es aber eher so, dass im Bereich der Arbeit eine Situation, die sehr stressig ist, ganz schnell auch auf einen anderen Weg gebracht wird. Ne? Wir haben hier den Sarg dabei, hier die Sense, hier schnelle Auflösung. Der ein oder andere hat hier vielleicht auch Möglichkeiten, neue Verbindlichkeiten oder Verträge einzugehen. Was sehr wichtig ist diese Woche, ist, dass man alles mit einbezieht, was man an Wissen haben kann. Ne? Hier muss man sich genau informieren. Hier darf man sich auch von kleineren Hindernissen nicht aufhalten lassen. Das heißt, wenn irgendetwas unerwartet ist oder von einer anderen Richtung kommt, dann ist es hier doch so, dass wir uns durchkämpfen können. Aber Schritt für Schritt mit dem Wissen, das wir brauchen. Die Liebe liegt ja auch ein bisschen konfus. Wir haben das Gegenüber hier im Hause des Herzens drin, im Hause der Ringe liegt das Herz. Es geht schon darum, Herzensangelegenheiten, Verbindungen, der Ring liegt in unserem Haus, genau anzugucken. Es kann auch sein, dass es schon ein bisschen so ist, dass es kraftraubend ist oder dass wir so ein bisschen schwächeln, aber nichtsdestotrotz, hier geht auch ein neues Kapitel auf, das emotional mit uns eine andere Qualität hat. Ne? Das ist vielleicht sogar eine ganz neue Erfahrung, die wir hier machen, ein Neubeginn, den wir hier starten können. Sachen, die sich klären, Nachrichten, die wieder Wege möglich machen. Hier kann man auch so Sachen, wo man sich schwer entscheiden konnte oder wo keine Entscheidung möglich war,
in Angriff nehmen, weil sich die Nebel lichten. Man könnte hier auch sowas sagen wie Glück gehabt bei irgendwas, etwas ging nochmal gut aus. Die Finanzen liegen hier auch nochmal sehr schön. Ich habe sie zwar hier im Hause des Buches drin, hier in der Korrespondenz mit der Veränderung, aber hier ist für irgendwas eine gute Lösung da. Entweder bekommt man was man zugesprochen bekommen hat, was nicht, was einem zusteht, was nicht verfügbar war. Man bekommt etwas, das einen Verlust ausgleicht, oder man hat irgendeine neue Idee, wie man den finanziellen Kampf in eine gute Ausgangslage wieder bringt. Es kann ja auf ganz anderen Wegen auch mal wieder sein, weil ich habe, dass es so nicht in unserem Bewusstsein ist, was das sein könnte. Man sieht Nachrichtenaustausch, man sieht Gespräche, man sieht an sich viel Kommunikation. Es kann im kleineren Bereich auch tatsächlich das Aufatmen sein oder ja, die Einblicke, warum ist irgendetwas so, wie es ist. Es geht viel darum, dass wir auch bei uns bleiben, dass wir auf Kurs bleiben, dass wir die Richtung, die wir eingeschlagen haben, für uns auch nicht von Gesprächen, die durch andere mitschwingen, dass wir das nicht beeinflussen lassen. Ne? Schicksalshafte Begegnungen in der Liebe habe ich mit dabei. Es kann natürlich auch der eigene Partner sein oder der Vergleich. Manche sitzen zwischen zwei Stühlen, manche haben die Vergangenheit noch nicht richtig verdaut, aber da liegt tatsächlich ein Mann. Und es kann auch sein, derjenige, der in trennenden Situationen ist, dass man sich wieder aufeinander zubewegt. Ich habe hier so dieses Selbstwertthema mit dabei. Ich habe aber auch die Lieben, die tief seelisch miteinander verbunden sind. Es kann ja auch tatsächlich dieses sein, was uns emotional so ein bisschen herausfordert, weil ich habe hier auch auf den Ringen die Eulen drauf. Das ist oftmals auch so eine Art Doppelgebundenheit oder man vergleicht etwas oder ja, hier ist schon wieder das Wunder. Man fühlt sich getriggert durch die Vergangenheit oder man spürt diese ganze seelische Nähe wieder oder macht so einen Rückblick, wo man denkt, okay, das und das ist lange schief gelaufen oder das habe ich von der Vergangenheit noch gar nicht verputzt, obwohl ich schon so lange auf meinem Weg bin. Guckt euch das an. Ich brauche, glaube ich, da nicht mehr so viel dazu sagen. Wunder über Wunder. Gott sei Dank mische ich, ihr Lieben. Es wäre ja undenkbar. So, ich sage trotzdem was dazu. Hier kann im Prinzip das Unmögliche geschehen. Es ist allerdings damit verbunden, dass es aus anderen Richtungen kommt oder dass es aus schicksalshaften Umständen kommt. Es kann auch sein, dass es ein bisschen Stress mitbringt, aber an sich ist es auch wieder etwas, was uns große Klarheit mitbringt und was ein Gebilde, was uns längere Zeit sehr beschäftigt und aufgeregt hat, eben minimiert. Das passt jetzt sehr gut, denn der Regenbogen, der kommt ja auch nach einem Unwetter, ne? Also da, wo es unruhig ist. Und der Regenbogen ist sozusagen, hier ist es ja ein doppelter, ein Zeichen der Hoffnung, ein zweifacher Segen. Und es ist so wirklich, dass man sagen kann, dass die Stürme der Vergangenheit vorübergezogen sind. Hier ist so ein bisschen Fortunas Füllhorn auch. Überall in jedem Bereich sind kleinere Segnungen und wir sollen auch einfach wieder in die Situation gehen, wo wir dran glauben,
dass wir bessere Dinge bekommen können, dass das, was wir bekommen, nicht immer auch nur schlecht ist. Im Prinzip sagt die Karte, dir strömen Gewinne, Freude, Segen und Wunder zu. Was wollen wir mehr? Ganz wichtig ist hier tatsächlich auch nochmal die Erinnerung, dass wir uns nicht begrenzen sollen. Dass wir keine Erwartungshaltungen haben sollen, wie könnte etwas gehen oder wie könnte etwas nicht gehen. Da darf man sich ruhig öffnen und erweitern und auch von kleineren Hindernissen nicht ausbremsen lassen. Hier ist irgendwie wieder so, dass alles für einen möglich wird. Das könnte das Wunder an sich sein. Ne? Aus Stagnation und Herausforderung wird das Geschenk, das irgendwie auch alle mit befreit. Ich möchte dazu eigentlich gar nichts mehr sagen, sonst zerrede ich das noch. Ich wünsche uns, dass wir alle damit in Resonanz gehen. Und jetzt dürft ihr noch dranbleiben. Ihr merkt, ich bin ein bisschen sprachlos. Das ist mir jetzt auch, glaube ich, noch nie passiert. Ich ziehe die Karte öfter, aber dass ich sie zweimal ziehe, das ist bis jetzt noch nicht der Fall gewesen. Ja, bleibt noch dran für eine kleinere Botschaft. Danke fürs Zuhören. Ich drücke euch und bis bald. So, hier bin ich wieder, ihr Lieben. Schauen wir, was ich noch weitergeben darf. Wir nehmen ein Krafttier zum Auswählen, eine Pflanze, und ich würde sagen, wir nehmen noch einen Glücksimpuls. Und wir nehmen noch eine Karte von den Seelenplätzen. Was ist eine gute Energie? Was wäre eine gute Energie für uns? Welche Stimmung? Dann gucken wir mal, wählt eine Seite. Ich würde diese hier nehmen. Wir haben den Elefanten mit dem Thema Weisheit. Wir haben Ahorn. Wir haben das Manifestieren und wir haben das Baumhaus. Ja, das Baumhaus ist irgendwie eine geniale Energie. Das ist ein Gebilde, das im Wald ist. Ich weiß noch, wir hatten mal in irgendeinem Kindergarten von Julian, hatten die eins. Das war so schön, die Kinder haben sich darum gerissen. Ne? Wirklich eine schöne Energie, man ist im Wald oder man ist am Baum dran. Man hat da so eine kleine Hütte, man klettert hoch zu der, also eine ganz urige Stimmung. Schauen wir, was der Elefant uns mitgeben will. Ja, das ist eigentlich schon wieder zu genial. Ne? Wir haben hier, dass der Elefant verkündet, dass alle Hindernisse auf dem Weg beseitigt werden. Man wird getragen, das, was man vorhat, wird gelingen und das Dickicht vor einem wird weggeräumt. Der Elefant bringt Fruchtbarkeit, Glück und Gelingen in alle Angelegenheiten. Er hat eine robuste Natur. Er ist sehr sozial. Es geht auch darum, seinen eigenen Platz einzunehmen, einen freien Weg zu haben. Und der Elefant sagt auch, dass die Lebenssituation stabiler und auch tragfähiger wird. Mit dem Ahorn haben wir hier noch auch wieder Baum, ne, Wald, Natur, dass wir spüren dürfen, wie alles schwingt und tönt und dass wir diese Energie einatmen dürfen.
Vielleicht ist es auch eine Woche, wo wir uns verstärkt da mal wieder rausbegeben, in den Wald gehen oder einfach an einen Baum mal dran. Auch das ist sehr erdend. Und dass wir uns angucken, was ist da draußen Schönes um mich herum. Wunderbar. Dann schauen wir auf die andere Seite. Ihr habt den Luchs mit dem neuen Bewusstsein, die Brennnessel mit Kümmernisse fliegen davon. Ihr kriegt ein bisschen mehr Lebensenergie und ihr habt die Windmühle dabei. So, mit der Brennnessel ist es so ein reinigender Prozess. Energie kann wieder frei fließen, etwas Neues entsteht. Hier ist es auch im Bereich Bewusstsein. Da ist hier aber auch ein bisschen Arbeit für euch, ne? Hier wird zwar etwas Altes endgültig überwunden, aber ihr seht auch im Prinzip die Lehrstunde darin. Der Luchs kündigt auch Veränderungen und Neuerungen an, für die jetzt der erste Schritt bevorsteht. Es ist auch nochmal sehr viel gutes Gespür oder man hat einen guten Riecher für zukünftige Dinge. Man ruht in seiner Mitte und man hat Zugriff auf sein ganzes geistig-seelisches Potenzial. Ja, Lieben, wir lassen das so stehen. Ich bin äußerst entzückt. Mir fehlt auch ein bisschen die Sprache im Moment wegen dem Wunder über Wunder. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich drücke euch bis bald.